Einfach hier ein Hebel und schon ist es auf, ja. Oder noch was. Guck mal hier, angesetzt, zack. Hello. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Ăn gì ở Đức. Lần trước chúng mình đã review cho các bạn 10 loại xúc xích Đức. Thì hôm nay chúng mình sẽ review cho các bạn 12 loại bia của Đức chia làm 2 phần. Và bên cạnh mình đây có một người khách rất đặc biệt, đó chính là bố dượng của mình. Và bố mình là một người rất thích uống bia nên hôm nay mình mời được bố mình đến đây để mà quay một cái video này của mình. Hallo Ralf, danke, dass du heute gekommen bist. Wie ich dir erzählt habe, wir werden heute 12 verschiedene Sorten von Bier probieren. Kannst du vielleicht ein bisschen über dich erzählen? Ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin Ralf und ich arbeite in der Gastronomie und bin schon ein leidenschaftlicher Biergenießer, kann man sagen. Lass uns anfangen. Ralf, mit welchem Bier würdest du anfangen? Ich würde das erstmal regional ein bisschen unterscheiden. Also vom Norden her gesehen, gerne ein herberes Bier, das Wickühler Pilz als Beispiel. In der Mitte Deutschland bevorzugt man das ganz normale Pilz, hier zum Beispiel ein Urkostitzer aus der Umgebung von Sachsen oder auch ein sächsisches Bier, ganz bekannt, ich denke mal auch schon weltweit, das ist Radeberger, gibt es auch schon sehr, sehr lang. Dann haben wir hier ein dunkles Bier, ein Köstritzer Schwarzbier, das auch deutschlandweit gern weiter in den Süden kommen, nach Bayern. Nach Bayern. Dann haben wir ganz andere Biere. Dann haben wir Weizenbiere, trübe, naturtrübe Weizenbiere, wie zum Beispiel das Benediktiner Weißbier oder ganz bekannt auch das Paulaner. So. Wenn du willst, können wir beginnen mit der Verkostung. Dann gehen wir von Norden nach Süden. Okay? Ja, also wie ich erwähnt habe, das Bier im Norden ist etwas herber gewöhnt. Wir werden das hier mal verkosten. Blum hat auch schon ein Glas. Nicht zu viel. So, nicht so viel. Okay. So, also von der Farbe her etwas heller. Die Blume hält. Und wir lassen es verkosten. Sag mal selber, was du dazu meinst. Zum Wohl oder Prost. Prost. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Also ja. Hast du schon mal so getrunken? Dieses noch nicht, aber da gibt es ja auch noch das Becks, das ist auch relativ... Sowas in der Art, oder? Ja, Sowas ähnliches. oder das Jeverpilz ist auch so etwas herber. Ja. Du kriegst nicht mehr so viel. Okay. Lass uns mal zum Urkostitzer kommen. Der hier. Okay, kennst du vielleicht andere Wege, wie man den Bier öffnen kann? Bier öffnen? Du meinst, wenn der Öffner irgendwo verschwunden ist? Richtig, genau. Ja, kannst du mir mal zeigen? Das kann man mit 2 Flaschen machen. Einfach hier ein Hebel und schon ist es auf. Ja. Oder noch was. Guck mal hier. Angesetzt, zack. Ja, also es geht alles. Ich habe jetzt hier schon also das ist so die Region Mitteldeutschland. Ja, Urkostitzer. Die Farbe ist ein bisschen dunkler, wenn ich hier sehen kann. Etwas dunkler. Der Geschmack würzig, aber nicht unbedingt bitter. Der andere war ein bisschen bitter, ne? Ja, na dann. Zum Wohl. Prost. Tatsächlich, der ist ein bisschen leichter. Kannst du mir vielleicht sagen, was alles hier drin ist? Es gibt ein Reinheitsgebot in Deutschland. Das heißt, nur bestimmte Sachen gehören in das Bier rein. Das Reinheitsgebot ist von 1516, weil sich damals die Bierbrauer untereinander gestritten haben. Was ist ein Bier und was ist kein Bier? Was darf rein und was darf nicht rein? Also Hefe, Malz, Hopfen und das Wasser natürlich, ist klar. Mehr gehört in das Bier erstmal nicht rein. Und trotzdem schmecken alle Biere anders. Es liegt auch direkt mit an dem Wasser. Wasser schmecken auch anders. Na dann, schaffst du es noch? Ich hoffe. Oh Gott. Wo es den Reinheitsgebot gibt, gab es auch wahrscheinlich eventuell auch Zucker drin oder... Wurde gestritten vor Gericht, dass eben manche Bierbrauer Zucker mit untermischen und andere haben gesagt, das gehört da nicht rein. Irgendwann wurde dann halt 1516 festgelegt, was ins Bier reingehört. Und dieses gezuckerte Bier durfte sich nicht Bier nennen. Ja, okay. Perfekt. Dann gehen wir mal zu dem nächsten, und zwar Radeberger, wie du jetzt schon aufgemacht hast. Wie gießt mir den Bier am besten? So? Das ist schon korrekt so. Also es sollte eine Blume entstehen. Ja?
Nun kommt es auch auf den Kohlensäuregehalt drauf an, wie schnell ich das Bier das ist zu viel. eingieße. Das ist, glaube ich, zu viel. Von der Sache her kann die Blume schon etwas mehr sein, aber ist okay. Ach so, oben ist ja, wenn man halt den Schaum sehen kann, das ist auf jeden Fall wird hier in Deutschland Blumen genannt. Na dann, Zum Wohl. zum Wohl. Mit Grüße aus Dresden. Also der ist auch ganz gut, aber auf jeden Fall nicht so bitter wie der andere. Also es ist definitiv Geschmackssache. Ich bevorzuge andere Biere Welche Bier? lieber. Also wir waren schon da. Es ist nicht bitter, es ist aber würzig. Aber das ist jedem seine persönliche Entscheidung. Mach langsam. Ja, schmeckt schon. Gut, jetzt kommen wir zu dem nächsten. Benediktiner. Wie ich hier schon gesehen habe, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot steht auf jeden Fall hier drin. Das ist nun ein Weißbier oder ein Weizenbier. Ja. Und das wird hauptsächlich in Bayern getrunken. Es gibt auch eine ganz berühmte Brauerei, das ist die Paulaner Brauerei. Naturtrüb, also die Hefebestandteile sind direkt noch drin. Vielleicht sehen, das ist ein bisschen. Das ist hier. Wenn man hier unten sehen kann, steht auch ein bisschen von dem Hefe mit drin. Ja. Okay. Ja. Und was ist der Unterschied zwischen Weißbier und normalem Pilz? Ja, das ist die Herstellung und dass die Hefe mit drin bleibt. Und hier ist ein klares Bier, ein Pilz und das ist eben ein Hefe-Weißbier. Okay. Ja, das ist gewollt, dass die Hefe zu sehen ist. Das schmeckt ein bisschen etwas süßlich. Gut. Aber wie ich hier sehe, die Farbe ist ein bisschen heller als diese hier. Ja, also wenn du bedenkst, dass es in Bayern so viele Brauereien gibt. Wie viele Brauereien gibt es in Bayern? Weißt du das? Also ich weiß Hier. nicht, also fast jedes Dorf hat eine eigene Brauerei. Es schmeckt immer anders, aber es schmeckt. Überall. Schmeckt das überall? Ja, tatsächlich. Aber wir sollten vielleicht mal probieren. Es ist etwas süßlicher. Nehmen wir das Benediktiner einfach mal. So, Benediktiner Weißbier. Es ist nun so, diese Weißbiere werden ganz ausgeschenkt, weil nämlich am unteren der Flasche noch die Hefe ist und die wird mit eingegossen. Mit eingegossen, okay. Und da sieht man schon die Farbe, ne? Die ist ja etwas dunkler natürlich und trüb. Oh. Das war cool. trüb. Interessant. Ja, Also wie ihr seht, es ist trüb. Das kommt durch die Hefe. Die ist noch drin. Ich habe mir das wieder. Wir müssen mehr tauschen, das ist zu viel für mich. Dafür hast du mehr Blume. Ach, ist ja nicht schlimm, aber Na, das probier einfach mal. Zum Wohl. Oh, der ist gut. Ganz anders, Der ist auf jeden Fall viel süßer. Ja, Mir persönlich gefällt das hier besser. ja, dann nehme ich dich mal mit nach Bayern. Das nächste Mal. Ja. Aber da musst du aber ein guter Biertrinker werden. Nuancen zwischen den einzelnen Weißbieren sind natürlich anders, aber alles schmeckt. Wir haben ja Weißbier probiert. Und jetzt kommen wir mal zum Paulaner. Der ist doch auch bekannt, oder nicht? Ja, besonders auch durch das Oktoberfest in München. Oktoberfest hast du bestimmt schon mal gehört. Ich habe schon mal gehört, riesengroßes Fest in München. Eine Riesenfestwiese mit so großen Zelten, das kannst du dir nicht vorstellen. Mit Musik drin, mit Festzeltgarnituren und natürlich viel Bier. Und das Bier in Maßkrügen. Maßkrüge bedeutet 1 Liter Bier ist in diesem Da gibt es so eine 1 Liter Bier, die ganz große. Ja. Wow. Breiter und höher. 1 Liter. Aber jetzt nicht nur Weißbier, es gibt auch Pilz- oder Festbiere extra für diese Veranstaltung gemacht. Ja. Gut, lass uns noch hier mal einen Schluck probieren. Ja. Du wusstest ja nicht so viel, ob du einen Unterschied merkst zu dem anderen Weißbier. Bisschen schräg halten vielleicht. Schräg halten, genau. Weil Also das schräg halten, ganz ist schön wichtig. schäumt. Oh. Ja. Man sieht auch hier die Blumen, die sind ganz schön, ne? Also dann. Zum Wohl. Jawohl. Das schmeckt tatsächlich anders. Ja. Aber das schmeckt. Aber das schmeckt. Das ist schön. Ja. Das ist gut so. Also jedes Weißbier hat einen anderen Geschmack irgendwo. Hefebier trinke ich zum ersten Mal tatsächlich. Wirklich? Schmeckt richtig gut. Also Schön. im Vergleich zu dem Pilz schmeckt der auf jeden Fall viel süßer. Ja. Bier ist auf jeden Fall Geschmackssache. Stimmt. Oh ja. Aber es gibt ja in Deutschland noch den Schwarzbier, richtig? Was du alles weißt. Ja.
Schwarzbier gibt's ja noch. Guck mal hier. Stimmt. Oh ja, Schwarzbier haben wir auf jeden Fall noch hier. Urkostester Schwarz. Köstliches Schwarz. Also die Farbe kommt her von dem gebrannten Malz. Aber Ja, und verleiht dem Bier eine besondere Note. Ja? Von der Farbe her ist es nicht gefärbt, oder? Das ist ja von Also der... normal ist es nicht gefärbt. Es kommt von den Röststoffen. So. Schräg halten, wichtig. So. Man sieht auch schon die Farbe, Leute. Wenn man hier sehen könnt, das ist auch jemand schwarz. Okay. Zu viel? Ach, das schaffst du. Oh, der riecht auf jeden Fall noch sehr gut. Mhm. Richtig nach Malz, ja. Ja, richtig Wenn du nach weißt, Malz. was, na dann, wird das schmecken. Oh, der schmeckt. Etwas süß Der schmeckt gut. und raucht wie geröstet. Ja, wie geröstet, Röststoffe. genau. Oh Leute, der ist richtig gut. Schwarzbier. Oh. Also Frauen trinken es sehr gern, ja, weil es nicht so kräftig wirkt. Ja. Ich muss wirklich sagen, der schmeckt richtig gut. Oh wow. Das Bier in Deutschland ist ja nicht so teuer, oder? An sich. Nein, Das ist ganz schön günstig. das ist erschwinglich. Also, das hier, Schwarzbier und Hefebier, also Weißbier, gibt es auf jeden Fall in Vietnam nicht. In Vietnam gibt es ja nur noch Pilz. Ihr müsst unbedingt Schwarzbier und Hefebier, also Weißbier probieren. Kann ich nur empfehlen. Okay, Leute, wir haben ja gerade 6 verschiedene Sorten Bier schon probiert. Und wie ihr hier sehen könnt, das sind 6 verschiedene Sorten. Die Farbe, wenn ihr direkt hier seht, Du kannst schon nicht mehr zählen, das sind nur 5, aber egal. Einer hat vorhin kaputt gegangen. also wir haben nicht genug Gläser da, daher, das sind nur 5. Sorry, ich kann nicht mehr mit. Okay, das sind nur 5. Und wenn ihr sehen die Farben, wenn ihr hier die Farben sehen könnt, auf jeden Fall sieht man auch, die Farben sind auf jeden Fall unterschiedlich. Also, ich bin schon hart besoffen. Muss ich halt sagen. Welches hat dir am besten geschmeckt? Sag schnell. Schwarzbier. Schwarzbier schmeckt am besten. Und danach kommt Weißbier. Gut, ich bleibe wieder bei dem Urkostelsau. Das Schlückchen noch. Schwarzbier, mein Liebling. Zum Wohl. Oh, da kann man auch besser reden. Dankeschön. Da kann man richtig besser reden. Về bia thì vừa rồi chúng mình đã review 6 loại bia nổi tiếng nhất của Đức cho các bạn biết rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình để đón xem phần 2 với nhiều loại bia mới lạ hơn nhé. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Come on. Und tạm biệt. Tạm biệt.